Am Morgen des 15. März 2015 herrschte in South Whitehall Township, Pennsylvania, eine feuchte, klamme Kälte. Die Straßen lagen noch im Dunst, als eine Polizeistreife einen ungewöhnlichen Anblick bemerkte. Ein silberfarbener Ford Freestyle stand schräg am Rand eines kleinen Teichs, das Heck noch auf festem Boden, die Frontpartie bereits tief im Wasser versunken. Es sah nicht nach einem typischen Verkehrsunfall aus. Die Beamten näherten sich vorsichtig. Die Türen waren nicht abgeschlossen, und als sie eine öffneten, schlug ihnen ein stechender Geruch von Reinigungsmittel. Im Innenraum fanden sich mehrere dunkelbraune Flecken, die stark an Blut erinnerten. Obwohl das Fahrzeug offensichtlich gründlich gesäubert worden war, hatte jemand die Spuren nicht vollständig beseitigen können. Ein genauerer Blick in den seichten Uferschlamm neben dem Wagen brachte eine verstörende Entdeckung. Der Boden war frisch aufgewühlt. Die Polizisten riefen Verstärkung und sperrten den Bereich großräumig ab. Wenige Minuten später traf der Gerichtsmediziner ein. Unter der Erdschicht kam eine Frauenleiche zum Vorschein. Es war Cheryl Silvonek, 54 Jahre alt, wohnhaft in Upper Macungie Township, Ehefrau, Mutter von 2 Kindern, in der Gemeinde als warmherzig und hilfsbereit bekannt. Die Obduktion bestätigte die Brutalität der Tat. Cheryl Silvonek starb an mehreren Stichverletzungen, insbesondere im Halsbereich. Die Ermittler waren sich sicher, dass Barnes die Stiche versetzte, während Jamie Silvonek die Tat mitplante, anstachelte und bei der Vertuschung half. Sie war dadurch direkt in das Verbrechen involviert. Öffentlich bekannte Befunde beschreiben multiple Stichverletzungen, vor allem am Hals. An den Armen zeigten sich tiefe Abwehrverletzungen, ein Zeichen dafür, dass sie bis zuletzt um ihr Leben gekämpft hatte. Der Zeitpunkt des Todes lag nach Einschätzung des Gerichtsmediziners mehrere Stunden vor der Entdeckung. Offenbar hatte der Täter versucht, den Wagen mitsamt der Leiche im Teich zu versenken, doch das Gelände gab nicht nach und das Fahrzeug blieb stecken. Vermutlich in Panik hatte der Täter dann versucht, die Tote am Ufer zu vergraben. Vergeblich. Schon am Tatort war den Ermittlern klar, dass dies kein Zufallsverbrechen war. Die Brutalität deutete auf ein persönliches Motiv hin. Der Täter musste aus dem näheren Umfeld stammen. Als die Beamten das Wohnhaus der Silvoneks erreichten, fanden sie Cheryls Ehemann David schlafend vor. Er behauptete, nichts von den Ereignissen der Nacht bemerkt zu haben. Im Haus lebte auch die 14-jährige Tochter Jamie, ein Mädchen, das in letzter Zeit für Sorgen gesorgt hatte. Wenige Stunden später fiel den Ermittlern ein Name, der bald im Zentrum der Ermittlungen stehen würde. Caleb Barnes, 20 Jahre alt, Soldat und auffällig oft in Jamies Gesellschaft. Was genau zwischen den beiden und der Familie geschehen war, sollte sich in den kommenden Tagen in schockierenden Details offenbaren. Jamie Silvonek war das 2. Kind der Familie. Geboren 2001, wuchs sie in einem wohlgeordneten, respektierten Elternhaus auf. Während ihr älterer Bruder längst am College studierte, genoss Jamie im Alltag viel Aufmerksamkeit, besonders von ihrem Vater David. Vater und Tochter teilten Hobbys wie Angeln, Jagen und das Fahren von Motorrädern. Ihre Mutter Cheryl hingegen übernahm den strengeren Part in der Erziehung, was immer wieder zu kleineren Konflikten führte, Spannungen, die in Jamies Teenagerjahren deutlicher wurden. Ab Ende 2014 veränderte sich Jamies Verhalten spürbar. Sie wurde verschlossener, zog sich von der Familie zurück, verweigerte Gespräche, sogar mit ihrem Vater, zu dem sie einst ein enges Vertrauensverhältnis hatte. Mehrfach lief sie von zu Hause weg und kehrte erst nach Tagen zurück. Ihre schulischen Leistungen sanken. Sie geriet häufiger in Streit mit ihrer Mutter. In einem Anfall von Trotz bestand sie sogar darauf, in eine Wohnung mit Freunden zu ziehen. Ein Experiment, das jedoch nur wenige Wochen dauerte, bis die Eltern sie schließlich zur Rückkehr bewegen konnten. Kurz darauf lernte Jamie den 20-jährigen Caleb Barnes kennen, einen Soldaten der US Army. Die Beziehung begann heimlich, denn der Altersunterschied und Jamies Minderjährigkeit machten sie nicht nur für die Eltern, sondern auch rechtlich problematisch. Als Cheryl von dieser Verbindung erfuhr, reagierte sie entschieden. Sie verbot den Kontakt und versuchte, ihre Tochter unter strengerer Aufsicht zu halten. Doch Jamie widersetzte sich offen. Über soziale Medien und heimliche Treffen hielt sie den Kontakt zu Barnes aufrecht. Freunde berichteten später, dass die Beziehung für sie wie eine Flucht aus der Kontrolle ihrer Eltern wirkte.
Für Barnes hingegen schien Jamie eine impulsive, rebellische Partnerin zu sein, die bereit war, extreme Grenzen zu überschreiten. In den Wochen vor Cheryls Tod verschärfte sich die Situation. Mutter und Tochter stritten häufig, teils lautstark, und der Grund war fast immer Barnes. Cheryl war entschlossen, den jungen Mann endgültig aus Jamies Leben zu entfernen. Jamie hingegen begann in Gesprächen mit Freunden ihre Mutter als Hindernis zu bezeichnen, ein Hindernis, das ihrer Meinung nach verschwinden musste, wenn sie mit Caleb zusammen sein wollte. Diese wachsende Feindseligkeit, gepaart mit der intensiven Beziehung zu Barnes, sollte in einer Nacht eskalieren, die nicht nur das Leben der Silvoneks zerstörte, sondern auch das Schicksal zweier junger Menschen besiegelte. Der 13. März 2015 begann wie ein gewöhnlicher Freitag, doch in der Familie Silvonek brodelte es. Cheryl war fest entschlossen, ihre Tochter an diesem Abend zu begleiten, um jede Gelegenheit zu verhindern, dass Jamie sich heimlich mit Barnes traf. Jamie hingegen hatte bereits einen Plan geschmiedet. Über Textnachrichten stand sie den ganzen Tag mit Barnes in Kontakt, während sie nach außen den Anschein wahrt, sich dem Willen der Mutter zu beugen. Am Abend fuhren Cheryl und Jamie gemeinsam zu dem Breaking Benjamin-Konzert in Allentown. Dort trafen sie auch auf Caleb Barnes, ein Treffen, das Jamie hinter dem Rücken ihrer Mutter arrangiert hatte. Beobachter im Veranstaltungsort bemerkten, wie die Stimmung zwischen den dreien angespannt war. Cheryl wirkte kontrolliert, aber distanziert, während Jamie und Barnes immer wieder versuchten, Blicke und Worte zu wechseln, sobald sich die Gelegenheit bot. Nach dem Konzert entschloss sich Cheryl, noch gemeinsam essen zu gehen, vielleicht in der Hoffnung, die angespannte Situation zu entschärfen. In einem nahegelegenen Restaurant setzten sich die drei an einen Tisch. Die Unterhaltung war oberflächlich, doch unter der Fassade stauten sich Konflikte an. Für Jamie war jeder Moment in Gegenwart ihrer Mutter und Barnes zugleich ein Spiel auf Zeit. Sie wusste, dass der Abend nicht ohne ein letztes, entscheidendes Ereignis enden würde. Später, auf dem Rückweg, lenkte Cheryl den Wagen in Richtung Heimat. Barnes saß auf dem Rücksitz, Jamie auf dem Beifahrersitz. In diesen Minuten, auf einer dunklen Landstraße, nahm der Abend eine tödliche Wendung. Spätere Aussagen deuteten darauf hin, dass Jamie ein stilles Zeichen gab, das den Angriff einleitete. Was dann geschah, spielte sich in einem engen, dunklen Innenraum ab, während der Wagen weiterrollte. Cheryl hatte keine Chance, die Gefahr zu erkennen, bevor sie direkt traf. Nachdem Cheryl tot war, übernahm Caleb Barnes das Steuer. Jamie saß still neben ihm, während sie ziellos durch die nächtlichen Straßen fuhren. Ziel war es, einen abgelegenen Ort zu finden, an dem niemand so schnell auf die Leiche stoßen würde. Schließlich steuerten sie ein Waldgebiet mit einem kleinen Teich an, ein Ort, der ihnen abgeschieden genug erschien. Der ursprüngliche Plan schien einfach: das Auto mitsamt der Leiche ins Wasser rollen lassen, sodass es sinken und unentdeckt bleiben würde. Barnes manövrierte den Wagen an das schlammige Ufer. Doch der Untergrund war weich und uneben. Die Reifen gruben sich tief in den Boden, das Fahrzeug rutschte nur teilweise ins Wasser und blieb im Schlamm stecken. In dieser Situation versuchten die beiden, die Spuren der Tat trotzdem so gut wie möglich zu beseitigen. Sie spritzten Wasser in den Innenraum, verwendeten Reinigungsmittel, um Blutreste zu entfernen, und ließen die Türen unverschlossen. Barnes stieg schließlich aus, um die Böschung nach einer anderen Möglichkeit zu durchsuchen. Barnes zog schließlich den Körper von Cheryl aus dem Fahrzeug ans Ufer. Gemeinsam mit Jamie versuchte er, eine flache Grube neben dem Wagen auszuheben. Der Boden war jedoch hart und uneben, und ihre hastige Arbeit ließ kaum Tiefe zu. Schließlich legten sie den leblosen Körper in das notdürftig ausgehobene Loch, schoben etwas Erde darüber und hofften, damit alle Spuren zu verwischen. Doch der lockere, unzureichend aufgeschüttete Boden verriet schnell, dass dort etwas verborgen lag. Währenddessen blieb der Ford Freestyle leer zurück, die Sitze noch immer mit Spuren des Kampfes und Blutflecken übersät. Diese Kombination aus hastig verscharrtem Körper und verlassenem, blutverschmiertem Wagen sollte später den Ermittlern ein klares Bild davon geben, dass hier kein Unfall, sondern ein kaltblütiger Mord vertuscht werden sollte. Die ersten Stunden nach der Tat hatten Jamie Silvonek und Caleb Barnes damit verbracht, eine glaubhafte Geschichte zu erfinden. Sie versuchten, Spuren zu verwischen, Nachrichten von ihren Handys zu löschen und ihre Version der Ereignisse zu koordinieren.
Doch unter der Oberfläche wuchs der Druck. Die Ermittler hatten inzwischen ein klares Bild vom Tathergang. Es gab keine Anzeichen für einen Einbruch oder einen zufälligen Angriff. Alles deutete auf eine Tat im engsten Umfeld hin. Noch bevor die Autopsie abgeschlossen war, hatten die Beamten bereits mehrere entscheidende Hinweise. Die Blutspuren im Ford stammten eindeutig von Cheryl Silvonek. Die Mischung aus Reinigungsmittel und Wasser im Fahrzeuginneren bestätigte, dass jemand versucht hatte, den Wagen zu säubern. Die hastig ausgehobene Grube am Ufer und der nur notdürftig verscharrte Körper verstärkten den Verdacht, dass der Mord geplant und mit erschreckender Kälte ausgeführt worden war. Parallel dazu gingen Ermittler den digitalen Spuren nach. Auf Jamies Mobiltelefon fanden sich gelöschte, aber wiederhergestellte Nachrichten, in denen sie mit Caleb Barnes nicht nur über ihre Beziehung, sondern auch über ihre wachsende Abneigung gegen ihre Mutter sprach. Einige Formulierungen klangen im Nachhinein wie düstere Vorboten, Anspielungen auf ein Ende der Konflikte, Andeutungen, dass sie bald frei sein würde. Während Caleb Barnes bei seiner ersten Befragung versuchte, ruhig und kontrolliert zu wirken, fiel den Ermittlern auf, dass seine Schilderungen voller Widersprüche waren. Er gab an, Cheryl nur flüchtig gekannt zu haben, doch Augenzeugenberichte und die Handykommunikation bewiesen, dass er die letzten Stunden vor ihrem Tod in enger Gesellschaft mit ihr und Jamie verbracht hatte. Jamie selbst zeigte zu Beginn eine fast unerschütterliche Fassade. Sie sprach leise, gab kurze Antworten und wich Blickkontakt aus. Doch je länger das Gespräch dauerte, desto deutlicher wurde, dass sie nervös war. Kleine Unstimmigkeiten in ihren Aussagen, etwa zu den Uhrzeiten oder der Route, die sie angeblich genommen hatten, boten den Ermittlern Ansatzpunkte, um den Druck zu erhöhen. Als die Ermittler sie schließlich mit den Beweisen konfrontierten, den Blutspuren, den Nachrichten auf ihrem Handy, den Aussagen von Zeugen, geriet das sorgfältig konstruierte Kartenhaus ins Wanken. Jamie wich aus, bestritt einzelne Punkte, verfing sich in Erklärungen, die weder zeitlich noch logisch stimmig waren. Caleb hingegen begann, den Großteil der Verantwortung auf sie zu schieben, während er selbst eine untergeordnete Rolle darzustellen versuchte. Für die Ermittler war klar, sie hatten es mit zwei Personen zu tun, die nicht nur ein grausames Verbrechen begangen hatten, sondern auch bereit waren, einander zu verraten, um sich selbst zu retten. Es war nur eine Frage der Zeit, bis eine der beiden Fassaden vollständig brechen würde und mit ihr die ganze Wahrheit ans Licht käme. Der Wendepunkt kam, als die Ermittler Caleb Barnes in einem separaten Raum weiter befragten. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er darauf bestanden, dass Cheryl Silvonek am Leben gewesen sei, als er sie zuletzt gesehen habe. Doch die kriminaltechnischen Ergebnisse ließen an dieser Version keinen Zweifel offen. Die Experten fanden Spuren von Erde und Blutanhaftungen an seinen Schuhen, dieselben Rückstände, wie sie auch am notdürftig verscharrten Bereich am Ufer nachgewiesen wurden. Barnes' Gesichtsausdruck veränderte sich, als man ihm die Fotos vom Tatort vorlegte. Er wirkte angespannt, die Hände umklammerten die Stuhlkanten. Schließlich brach er sein Schweigen und begann die Tat zu schildern, jedoch mit dem Ziel, die Hauptverantwortung auf Jamie zu verlagern. Seiner Darstellung zufolge sei sie es gewesen, die ihn während eines Streits mit ihrer Mutter immer weiter angestachelt habe. Jamie habe behauptet, Cheryl wolle ihre Beziehung beenden und ihn aus ihrem Leben drängen. Caleb erklärte, dass er sich an die Nacht kaum erinnern könne, da alles verschwommen sei. Doch die Ermittler wussten, dass diese angebliche Erinnerungslücke eine Schutzbehauptung war. Nach seiner Version sei es zu einer heftigen Auseinandersetzung im Wagen gekommen. Cheryl habe versucht, ihn aus dem Auto zu drängen, woraufhin Jamie plötzlich ein Messer aus seiner Tasche genommen und zugestochen habe. Er selbst habe nur versucht zu helfen. Währenddessen saß Jamie in einem anderen Raum, wo sie von einer Ermittlerin verhört wurde, die sich auf jugendliche Täter spezialisiert hatte. Anfangs blieb sie bei ihrer Geschichte, sie wisse nichts vom Tod ihrer Mutter. Doch als man ihr erklärte, dass Caleb bereits begonnen hatte zu reden, veränderte sich ihre Haltung. Sie strich nervös durch ihre Haare, vermied den Blickkontakt und begann schließlich zu weinen. In bruchstückhaften Sätzen gab sie zu, dass es schon lange Spannungen zwischen ihr und ihrer Mutter gegeben habe. Sie fühlte sich kontrolliert, bevormundet, und in Caleb habe sie jemanden gesehen, der ihr ein anderes Leben versprach. Die Idee, ihre Mutter loszuwerden, sei in nächtlichen Gesprächen gewachsen.
Anfangs seien es nur Fantasien gewesen, bis Caleb angeblich den Plan ernsthaft ins Spiel brachte. Laut Jamies Geständnis sei die Tat in der Nacht vom 14. auf den 15. März eskaliert. Nach einem Abendessen seien sie und Caleb mit Cheryl im Auto unterwegs gewesen. Während der Fahrt sei es zu einem erneuten Streit gekommen. Caleb habe das Messer gezogen, sie habe geschrien und in der Enge des Wagens sei alles sehr schnell passiert. Sie bestand darauf, dass sie selbst keinen Stich ausgeführt habe, räumte aber ein, Caleb nicht aufgehalten zu haben. Für die Ermittler war klar, beide versuchten, ihre eigene Rolle zu verharmlosen. Die Spurenlage jedoch sprach eine eindeutige Sprache. Blutverteilung, Verletzungsmuster und die zeitliche Abfolge der Ereignisse belegten, dass Caleb Barnes die tödlichen Verletzungen zugefügt hatte und Jamie Silvonek aktiv geholfen hatte, den Tatort zu vertuschen. Als die Vernehmungen beendet waren, stand das Bild fest. Eine 14-Jährige und ihr 20-jähriger Freund hatten gemeinsam beschlossen, ihre Mutter zu töten, um ihre Beziehung ohne Einschränkungen fortsetzen zu können. Der Mord war nicht das Ergebnis eines spontanen Streits, sondern das Ende einer Entwicklung, die über Wochen hinweg vorbereitet worden war. Mit diesen Geständnissen in der Hand und einer überwältigenden Beweislage begannen die Ermittler, die Anklage vorzubereiten. Für Jamie und Caleb bedeutete das, dass die Fassade endgültig gefallen war und dass die nächsten Jahre ihres Lebens nicht in Freiheit, sondern hinter Gefängnismauern verbracht würden. Als der Fall im Frühjahr 2016 vor Gericht kam, war das öffentliche Interesse enorm. In den Medien wurde die Geschichte als einer der schockierendsten Fälle familiärer Gewalt in der Geschichte von Lehigh County bezeichnet. Die Vorstellung, dass eine 14-Jährige zusammen mit ihrem erwachsenen Freund die eigene Mutter getötet hatte, ließ selbst abgebrühte Prozessbeobachter fassungslos zurück. Die Staatsanwaltschaft präsentierte eine sorgfältig aufgebaute Beweiskette. Sie legte dar, wie Jamie Silvonek und Caleb Barnes ihre Beziehung vor Cheryl geheim halten wollten, nachdem diese begonnen hatte, den jungen Mann kritisch zu betrachten. Textnachrichten, die zwischen den beiden ausgetauscht worden waren, enthielten Andeutungen über die Beseitigung von Hindernissen. In den Augen der Anklage war klar, der Mord war geplant. Die Verteidigung versuchte, ein anderes Bild zu zeichnen. Barnes' Anwälte stellten ihn als von Jamie manipulierten, emotional instabilen jungen Mann dar, der in eine familiäre Konfliktlage hineingezogen worden sei, die er nicht überschauen konnte. Jamies Verteidigerin argumentierte hingegen, ihre Mandantin sei noch ein Kind gewesen, leicht beeinflussbar und habe nicht in vollem Umfang verstanden, was sie tat. Doch die Geschworenen hörten nicht nur Worte. Sie sahen die Fotos vom Tatort, die Verletzungen, das halb im Teich versunkene Auto. Sie hörten die Aussagen von Kriminaltechnikern, die erklärten, dass Blutspuren an Jamies Kleidung gefunden wurden, was sie unmittelbar mit dem Tatgeschehen in Verbindung brachte. Nach wochenlanger Beweisaufnahme kam der Tag der Urteilsverkündung. Der Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt. Auf der Anklagebank saßen nebeneinander ein junger Mann mit leerem Blick und ein Teenager-Mädchen, das nicht mehr die rebellische Schülerin von einst war, sondern eine Gefangene in übergroßer orangefarbener Kleidung. Caleb Barnes wurde wegen Mordes ersten Grades, Verschwörung und Manipulation von Beweismitteln für schuldig befunden. Das Gericht verhängte eine lebenslange Freiheitsstrafe ohne Möglichkeit auf vorzeitige Entlassung. Für ihn bedeutete das, er würde Pennsylvania State Prison niemals wieder verlassen. Jamie Silvonek bekannte sich im Rahmen eines Deals schuldig, um eine lebenslange Strafe zu vermeiden. Sie wurde am 11. Februar 2016 zu 35 Jahren bis lebenslänglich verurteilt. Da sie zum Tatzeitpunkt 14 Jahre alt war, wird sie frühestens im Alter von 49 Jahren die Chance auf Freiheit haben, wenn überhaupt. Für David Silvonek, Jamies Vater, war das Urteil ein doppelter Verlust. Innerhalb eines Jahres hatte er nicht nur seine Ehefrau auf grausame Weise verloren, sondern auch seine Tochter, nicht durch Tod, sondern durch eine Mauer aus Stacheldraht und Stahl. Freunde berichteten, er habe sich nach dem Prozess weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Das Haus der Familie in Upper Macungie Township wurde verkauft. Der Fall hinterließ eine tiefe Narbe in der Gemeinschaft. Viele kannten Cheryl als warmherzige, hilfsbereite Frau, die stets ein offenes Ohr für andere hatte. Dass ihr Leben durch eine Verschwörung zwischen ihrer eigenen Tochter und deren älterem Freund enden würde,
war unvorstellbar gewesen. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.